Wir testen heute den neuen Jaguar I-Pace im direkten Vergleich gegen das Tesla Model X. Das heißt, keine Durchschnittswerte werden getestet, sondern beide Autos fahren parallel auf der Autobahn sozusagen nebeneinander oder hintereinander her. Den Jaguar haben wir hier vom Autohaus Reichstein-Opitz in Jena gestellt bekommen. Noch kein CCS gesehen, das Auto, 1300 Kilometer auf der Uhr. Und bevor unsere eigenen kommen, kriegen wir heute den Vorführer. Wir wollen nicht nur testen, was verbrauchen die beiden Autos im direkten Vergleich, sondern auch testen, wie schlagen sie sich am Schnelllader und damit auf der Langstrecke. Ist Tesla wirklich Branchenprimus beim Thema Langstreckentauglichkeit, Elektromobilität, oder kann der neue Jaguar I-Pace tatsächlich Tesla schon das Wasser reichen? Kurz bevor es losgeht, wollen wir mal den Herrn Gärtner vom Autohaus noch fragen, was seine Eindrücke bisher von dem Auto waren. Vielen Dank, dass wir das Auto heute mal Probe fahren dürfen, bevor wir unsere beiden Autos bei Ihnen bekommen. Was sind Ihre bisherigen Eindrücke vom Auto? Sind Sie selber schon gefahren? Natürlich. Selber schon gefahren. Es ist natürlich, ich sag mal, es ist gigantisch, es ist was völlig anderes, ein Elektrofahrzeug und Beschleunigungswerte, und es ist einfach es ist ein Next Step, es ist eine neue Generation, was jetzt auf uns zukommt, und es macht wahnsinnig viel Spaß. Bestellungen, Probefahrten, Feedback von Kunden, was können Sie dazu sagen? Also die Kunden sind durchweg begeistert, und wir konnten schon einige Bestellungen entgegennehmen, und da sind wir sehr froh drüber. Und die Kunden sind genau wie wir, bis zu 100% begeistert. Wahnsinn. Okay. Wir werden es heute mal ausprobieren und dann bis heute Nachmittag. Vielen Dank soweit. Sehr gern, danke. Nelly wird mit testen und wir schauen mal, wir haben hier 2 Schlüssel und ich würde dich einfach mal schnick, schnack, schnuck. Also Den hier nehmen. den. Ja! Okay, Pech gehabt. Und ich fahre Tesla. So, noch 3 Worte zum Versuchsaufbau. Wie ihr seht, ich sitze im Tesla Model X, das habe ich also abbekommen. Wir wollen die Autos im direkten Vergleich gegeneinander testen. Das heißt, wir fahren also hintereinander mit moderater Autobahngeschwindigkeit, rollen wir hier soft zu einem Schnelllader. Der Jaguar ist mit 77% gestartet, das Model X mit 82%. Der Trip sagt mir, dass wir mit 5% ankommen. Da sieht man den schönen I-Pace vorbeirollen. Und wir werden aber mit dem Model X noch einen kleinen Umweg fahren, dass wir genau 273 Kilometer zu fahrende Strecke mit beiden Fahrzeugen zum Schnelllader haben. Und dann eben mit hoher Ladeleistung, wie man es auf der Langstrecke macht, nicht nur im direkten Fahrvergleich die beiden Autos testen können, sondern eben auch am Schnelllader gucken, wer kann wie schnell wie viele Kilometer wieder auf den Akku draufladen. So, jetzt beginnt die wahre Challenge. Wir haben jetzt nochmal die Autos getauscht. Stefan sitzt da drüben im Jaguar I-Pace und ich sitze jetzt wieder im Model X. Stefan ist ganz super gefahren. Er sagt noch 21% bis zum Supercharger, also das schaffe ich auf alle Fälle. So, wir rollen dem Ziel entgegen. Noch 20 Kilometer ungefähr zu fahren haben wir bis zu unserem Ziel. Wir haben zurückgelegt bisher 240 Kilometer, sind aber wohlgemerkt nicht vollgeladen gestartet, sind also jetzt noch 19 Kilometer zu fahren, 27 Kilometer sagt das Auto Rest. Wir sind vom Verbrauch ganz klar negativ überrascht. Wir haben hier einen Durchschnittsverbrauch von 22 Kilowattstunden bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit, die wir gefahren sind auf dem Trip, von 93 Kilometer pro Stunde. Wir sind also im Schnitt so 100, 110 gefahren, weil wir natürlich erstmal vorsichtig getestet haben und sehr frühzeitig gemerkt haben, dass das Ding hier nicht fliegt auf der Autobahn. Sprich, dass der Verbrauch sehr hoch ist. Ein paar Baustellen hatten wir noch dabei, Kickdowns haben wir völlig vermieden. Und Model X hat noch reichlich Strom im Akku. Wir hatten es halt grob aufs Model X ausgerichtet, weil wir dachten, die beiden sind ungefähr gleich auf. Und legen jetzt also hier eine Punktlandung hin. Der Schnelllader muss also funktionieren in Berlin. Und das Model X hatte vorhin einen Verbrauch von 175 Wattstunden, also sprich 17,5 gegen hier ungefähr 22. Da liegen so ungefähr 23% mehr Verbrauch dazwischen. Das ist schon eine arge Ansage, zumal das Model X ja ein 7-Sitzer ist und auch noch deutlich schwerer ist. Die Anmutung und das Fahrverhalten ist also toll, aber in den elektrischen Eckdaten passt es hier eigentlich nicht. Nach 2 Kilometern in die rechte Spur einordnen und die Ausfahrt nehmen. So, da sind wir angekommen mit dem Jaguar I-Pace am Porsche Zentrum in Berlin-Adlershof. Hier sind insgesamt 4 Ladestationen.
2 von diesen hier, wo man also aktuelle Porsche-Fahrzeuge, sprich Plug-in-Hybride aufladen kann. Der Taycan, der kommen soll, für den gibt es schon die Ladestation der Zukunft, wie wir sie zweimal hinter uns sehen und wo jetzt auch der iPace lädt. Wir haben hier einen Monster CCS-Stecker, der laut Typenschild 400 Ampere machen soll. Das wären bei dem iPace ungefähr 160 kW. Wir haben den iPace seit ein paar Minuten am Laden. Man merkt auch hier auf der Leitung ein leichtes Pulsieren. Das kommt natürlich nicht vom Stromfluss, den man hier spürt, sondern dass hier eine Wasserkühlung sowohl in der Leitung als auch im Stecker integriert ist. Der genaue Blick aufs Display lässt aber vermuten, dass tatsächlich doch eine 200 Ampere Limitierung auf der Ladesäule vorliegt und das Auto demzufolge nur ungefähr 83 kW in Anführungsstrichen nur lädt. Aber diese Ladeleistung sehr lange hält. Wir beobachten den Ladevorgang und wir hatten uns natürlich gehofft, ein bisschen mehr zu kriegen, aber die Anzeigen im Display, sprich der Balken bei der Ladeleistung und bei der Spannung, lassen vermuten, dass 200 Ampere, 500 Volt das aktuelle Limit dieser Ladesäule sind. Ja, voilà. Hier sind wir wieder. Ich bin jetzt ein paar Kringel gefahren und ja, Vergleich iPace mit dem Tesla Model X 90D. Ich brauche 272 Kilometer und die müsste ich jetzt auch gleich ganz genau auf der Uhr haben. Und jetzt kommt das Spannende, jetzt werden wir mal laden. Wir haben am Schnelllader geladen, das Fahrzeug hat relativ gut durchgezogen. Wir hatten ein Limit, was bei maximal 84 kW lag, was von der Ladesäule kam. Das Auto hätte also möglicherweise schneller geladen, hat auch sehr lange eine hohe Ladeleistung durchgezogen, hatte also bei 80% noch 55 kW Ladeleistung und bei 90% noch 40 kW Ladeleistung. Das ist also stattlich, man kann in diese Bereiche hineinladen, ohne dass man allzu viel Zeit verschenkt. So, wir sind auf dem Rückweg, kleines Testfazit. Wir sind mal ein Stückchen 130 gefahren. Die Nelly hat noch einen Kaffee getrunken am Supercharger, ist also noch hinter uns, wird uns aber vermutlich gleich einholen, weil das Model X einfach auf der Langstrecke dem Jaguar I-Pace überlegen ist. Der hohe Verbrauch, das geht gar nicht. Bei den elektrischen Eckdaten haben sie es einfach versemmelt und wir sind also 50 Kilometer jetzt mal 130 gefahren und hatten da einen Schnitt von 30 Kilowattstunden an Verbrauch, ebenes Terrain, sonniges Wetter. Die Klimaanlage läuft natürlich, aber auch nur auf 23 Grad, also nicht besonders kalt gestellt. Das entspricht einer realen Autobahnreichweite im Sommer von kaum über 250 Kilometer. Im Winter natürlich noch mal ein bisschen weniger. Also für die Langstrecke eher nur bedingt geeignet. Ansonsten schönes Auto.